Herzlich willkommen zum Vortrag im Albert-Schweitzer-Haus in Bonn-Bad Godesberg. Das heutige Thema: Verordnung und Dosierung der Schüsslersalze. Die Schüsslersalze sind eine besondere Heilweise. Sie sind inzwischen sehr beliebt geworden. Sie sind wirkungsvoll, sie sind ungiftig, sie sind einfach anzuwenden, sie sind leicht überschaubar und dennoch gibt es verschiedenste Richtungen und Strömungen. Und ganz große Unsicherheitsfaktoren sind die Verordnung und die Dosierung der Schüsslersalze. Viele Menschen sind sich absolut unsicher, wie man die Schüsslersalze nun verordnen und dosieren soll. Und die sicherste und einfachste Verordnung erfolgt durch die Antlitzdiagnose und auch die Dosierung basiert dann auf der Antlitzdiagnose. Allerdings haben wir eine interessante Ausgangslage, denn es gibt für die Einnahme, je nachdem mit welcher Richtung der Schüsslersalze man sich beschäftigt, verschiedenste Regeln. Es gibt ganz viele Meinungen und auch Mythen über die Schüsslersalze und unterschiedlichste Ansichten über Einnahmemenge. Von sehr wenig bis wenig, ein bisschen mehr und viel mehr. Und darüber gibt es kontroverse Diskussionen und interessant ist, dass diese alle sehr widersprüchlich sind, verwirrend und wenig hilfreich für Anwender. Weit verbreitete Aussagen sind zum Beispiel: erstens, Schüssler verwendete nur niedrige Dosierungen. Die zweite Aussage: Schüssler verordnete nur ein einziges Mittel am Tage. Und drittens, bei der Biochemie handelt es sich um Homöopathie. Für die, die neu sind, Biochemie und Schüsslersalze sind ein und dasselbe und ich verwende beide Begriffe parallel nebeneinander. Zu den Aussagen, die ich hier nummeriert habe, gibt es auch zum Teil untermauernde Aussagen von Schüssler. Zu eins, über die verwendete niedrige Dosierung, sagte Schüssler: Die Dosis eines zu biochemischen Zwecken verordneten Salzes darf eher zu klein als zu groß sein. Das ist ja mal eine ganz deutliche Aussage. Allerdings, ich will schon mal vorweggreifen, sie ist aus dem Zusammenhang gerissen und deswegen wird sie auch vollkommen falsch interpretiert. Zu der zweiten Feststellung, Schüssler verwendete nur ein einziges Salz am Tag, gibt es von ihm einen Ausspruch, der immer wieder zitiert wird, und zwar: Die Verabreichung zweier Mittel im Wechsel ist nur ausnahmsweise in den Fällen gestattet, wo sie unvermeidlich ist. Und von diesem Satz leiten ganz viele Anwender der Schüsslersalze ab, dass man am Tag nur ein einziges Mittel nehmen darf. Und auch das ist aus dem Zusammenhang gerissen und meint etwas ganz komplett anderes. Und ich werde Ihnen das dann auch im Laufe des Vortrages dann noch zeigen und erzählen. Und zu 3, also die Biochemie
ist Homöopathie? Dazu gibt es von Schüssler eindeutig gegenteilige Aussagen. Kommen wir mal ganz zum Ursprung zurück. Das ist das Buch mit dem Titel Eine abgekürzte Therapie. Dieses Buch, das Dr. Schüssler geschrieben hat, ist bis heute wegweisend. Trotz sämtlicher Schüssler-Salz-Literatur, die es gibt, ist das noch ein sehr wegweisendes Buch. Man kann es auch heute noch bekommen. Die Erstauflage dieses Buches erschien 1874. Und die Ausgabe letzter Hand, dies ist die 25. Auflage, die 1898 erschien. Und von dieser Auflage kann man heute noch Nachdrucke kaufen. Und nun ist es ja so, dass eine Sprache sich wandelt. Seit Schüsslers Tod sind 125 Jahre vergangen und in dieser Zeit hat sich die deutsche Sprache ein wenig gewandelt und trotz Sprachwandels ist auch sein Buch heute noch gut verständlich. Aber bei manchen Begriffen gibt es eine Verschiebung der Bedeutung, sodass man nicht alles unbedingt 1:1 ins heutige Deutsch umsetzen kann. Und Schüssler wurde beeinflusst oder ließ sich auch beeinflussen von anderen Wissenschaftlern, die er auch zu Wort kommen lässt in seinem Buch Eine abgekürzte Therapie. Und da möchte ich gleich mit einem anfangen, das ist der Professor Benecke. Und der Professor Benecke gab sogenannte balneologische Briefe heraus. Und in einem seiner balneologischen Briefe kann man Folgendes lesen. Auf ein Verhältnis ist dabei insonderheit Gewicht zu legen. Das ist der Grad der Konzentration, in welchem Salzlösungen dem Organismus dargeboten werden. Ich bin der Überzeugung, dass viele der berühmtesten Heilquellen gerade dadurch so besonders günstige Resultate liefern, dass die wirksamen Bestandteile in ihnen in starker Verdünnung gereicht werden und es scheint mir eben die Erfahrung eine sehr wesentliche, dass wir mit nach unseren gewöhnlichen Begriffen sehr geringen Dosen von wirksamen Bestandteilen oft die ausgezeichnetsten Erfolge erreichen. Benecke spricht also von Konzentration, also wie stark ein Mineralstoff in diesen Wässern vertreten ist und dass diese Konzentration, wenn sie also ganz gering ist, als geringe Dosis bezeichnet wird. Daraufhin schreibt Schüssler, die Dosis eines zu biochemischen Zwecken verordneten Salzes darf eher zu klein als zu groß sein. Ist sie zu klein, so führt die Wiederholung derselben zum Ziele. Ist sie zu groß, so wird der beabsichtigte Zweck ganz verfehlt. Der Satz viel hilft viel beruht auf einem traditionellen Irrtum, welcher mittels seiner Konsequenzen verderblich werden kann. Mit Dosis meint Schüssler die Konzentration des Minerals, also den Grad der Verdünnung. Und die Schüssler-Salze werden verdünnt, und zwar auf eine homöopathische Art, in der Dezimalpotenz D6 und D12. Und der Begriff Dosis bei Schüssler sagt
überhaupt nichts über die Menge der einzunehmenden Mineralsalze aus, also die Stückzahl der einzunehmenden Tabletten. Warum Verdünnung der Biochemie? Schüssler wusste, Körperzellen sind winzig klein. Und einer der Wissenschaftler seiner Zeit war Rudolf Virchow. Und Rudolf Virchow hat bereits Mitte des 19. Jahrhunderts, also vor mehr als 150 Jahren, erkannt, dass das Wesen der Krankheit die krankhaft veränderte Zelle ist. Und das heißt, dass grobe, unverdünnte Mineralstoffe nicht verwertbar sind für den Körper. Schüssler war auch ursprünglich Homöopath und daher wählte er mit seiner Kenntnis, dass die Zellen sehr winzig sind, eben auch das Verfahren der homöopathischen Verreibung und Verdünnung für seine biochemische Heilweise an. Und die Verreibung nach den homöopathischen Grundsätzen garantiert die Zerstörung der kristallinen Struktur der Mineralstoffe. Denn die Mineralstoffe sind ja alles Feststoffe, die kristallin in der Natur vorkommen und eben in diesem Verreibungsprozess mit dem Milchzucker zusammen zerstört werden und dadurch werden dann diese Mineralstoffe leicht zellgängig. Da gibt es aber ein ganz großes Verständnisproblem. Denn der menschliche Verstand ist begrenzt. Er kann nur erfassen, was die 5 Sinne wahrnehmen. Das sind Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen. Und der Verstand dominiert alle Menschen und leider auch die Wissenschaft. Und der Mensch ist aber ein mehrdimensionales Wesen. Der Mensch ist nicht nur Körper, sondern hat auch eine Seele und einen Geist. Und alles, was über das Körperliche hinausgeht, ist vom Verstand sehr schwer erfassbar und auch wissenschaftlich schwer erfassbar und wird leider ignoriert. Es ist also nicht existent in der Medizin oder für die meisten Mediziner und für die meisten Wissenschaftler. Aber nicht nur das, es gibt ja auch im Körper viel feinere Strukturen, die ja auch nicht so einfach wahrnehmbar sind. Und auch diese feinen Strukturen sind schon allein schwer erfassbar vom Verstand. Also immer alles, was wir nicht sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen können, das ist schwierig zu ergründen. Die Wissenschaft hat allerdings Werkzeuge gefunden, wo man gewisse Dinge dann doch sichtbar machen kann, also sehen kann und so dann auch Erfahrungen machen kann. Aber auch da ist es dann so, dass der Verstand auch hier sehr schnell Grenzen setzt. Und ich möchte jetzt mal über die unvorstellbare Dimension der Zelle sprechen. Wir wissen also alle, die Zellen, also die Körperzellen, sind winzig klein. Und eine Körperzelle variiert in der Größe von 1 bis 30 Mikrometern. Und 1 Millimeter, also das wissen wir ja von einem Zollstock her oder von einem Lineal, wie winzig 1 Millimeter ist. 1 Millimeter allein hat 1000 Mikrometer. Und die winzigsten Zellen im Körper, und das sind die ganz, ganz viele, die meisten, die sind nur 1
Tausendstel Millimeter groß. Und wenn man diese kleinen Zellen unter dem Mikroskop betrachten möchte, muss das Mikroskop diese Zelle 400 Mal vergrößern. Und das ist etwas, was wir uns alle sehr, sehr schwer vorstellen können. Erstmal ist 1 Mikrometer oder auch 30 Mikrometer nicht vorstellbar. Beides ist nicht sichtbar und auch schwer ertastbar von unserem Tastsinn. Und wir können uns daher nicht vorstellen, wie winzig so eine Zelle ist. Und das ist letztendlich auch ganz wichtig zum Verständnis, warum Schüsslersalze ebenso verdünnt werden und sind die Grundvoraussetzung auch für die Dosierung und für die Einnahme der Schüsslersalze. Und ein menschlicher Körper, der Körper eines Erwachsenen, hat etwa 100 Billionen Zellen. Das ist eine 1 mit 14 Nullen. Also das ist eine unvorstellbare Zahl. Und wenn wir dann versuchen, einen Bezug zu dieser Zahl zu bekommen, ist das sehr, sehr schwierig. Also wir können uns das noch nicht mal als Geldmenge vorstellen. Und wenn wir versuchen, einen Bezug zu dieser Zahl zu bekommen, könnte es hilfreich sein, wenn wir das mit Hilfe der Zeit berechnen, mit der Zeiteinheit einer Sekunde. Und ich wurde mal während meiner Ausbildung mit einer Frage konfrontiert. Da wurde uns dann die Frage gestellt, wie lange brauchen 100 Billionen Sekunden, um zu verstreichen? Und von der Winzigkeit einer Sekunde haben wir ja alle eine Vorstellung. Und da habe ich dann gedacht, ja, das ist doch einfach leicht zu errechnen und dann bekomme ich einen guten Eindruck, was jetzt zum Beispiel ein Mikrometer oder die Winzigkeit einer Zelle ist. Ja, und dann habe ich angefangen zu rechnen und fangen wir jetzt mal vielleicht gemeinsam an zu rechnen. Und zwar, das ist ganz einfach, 1 Minute sind 60 Sekunden. Und 1 Stunde sind 60 Minuten, 60 Sekunden, also insgesamt 3600 Sekunden. Und ein Tag sind dann 24 Stunden mal 3600 Sekunden und das sind 86.400 Sekunden. Und dann müssen wir jetzt noch diese Sekunden umrechnen in ein Jahr. Da haben wir dann 86.400 Sekunden mal 365 Tage und das sind dann 31.536.000 Sekunden. Und dann müssen wir folgendermaßen rechnen. 100 Billionen Sekunden, eine 1 mit 14 Nullen, geteilt durch 31.536.000 Sekunden. Und das Ergebnis hat mich umgehauen. Das war dann 3.170.979,2 Jahre, also circa 3,2 Millionen Jahre. Und was bedeutet das? Unser Verstand ist nicht fähig, diese Zahl zu begreifen und wir können vom Verstand nicht begreifen, wie winzig eine Zelle ist.
Und das ist letztendlich alles wichtig, auch zum Verständnis der Dosierung und Verordnung von Schüsslersalzen. Schauen wir uns doch mal die Struktur der Zellen noch mal genauer an. Schauen wir mal, was intrazellulär im Körper abläuft und was extrazellulär im Körper abläuft. Intrazellulär, das ist in der Zelle, und extrazellulär ist außerhalb der Zelle. Und wir können jetzt erahnen, dass die Bau-, Betriebs- und Nährstoffe der Zellen winziger sein müssen, als sie selbst sind. Das dürfte nach dem, was wir bis jetzt uns gemeinsam erarbeitet haben, eigentlich deutlich klar sein. Und intrazellulär, also wenn die Zellen klein genug sind, dass sie in eine Zelle hineinkommen, also kann intrazellulär jeder Mineralstoff komplett zerlegt werden und auch chemisch bearbeitet und chemisch verändert werden. Weil wir haben in der Zelle eine Unzahl an sogenannten Zellorganellen. Wir haben die Mitochondrien, wir haben das endoplasmatische Retikulum, wir haben das Protoplasma, was also die ganze Zelle ausfüllt. Wir haben die Ribosomen, wir haben den Nukleus und wir haben so viele Zellorganellen und das ist eine wahre Chemiefabrik. Und wenn diese Mineralstoffe so winzig sind, dass die Zelle sie aufnehmen kann, dann kann mit diesen Mineralstoffen alles geschehen. Aber extrazellulär ist die Zerkleinerung von Mineralstoffen oder Feststoffen unmöglich. Sie können dann nur durch Wasser oder durch Flüssigkeit verdünnt werden, aber nicht zerkleinert. Es gibt also in diesem extrazellulären Raum, also dem Interstitium oder dem Zwischenzellbereich, keine Mechanismen, die also Feststoffe zerkleinern können. Und diese Mineralstoffe müssen in die Zellen gelangen können, müssen also demzufolge kleiner sein als die Zellen oder so groß, dass praktisch eine Zelle sich noch um diesen Feststoff herumstülpen kann. Und dann ist es so, dass eine Zelle diesen Mineralstoff verarbeiten kann. Nur dann. Und deswegen brauchen wir die homöopathische Verdünnung. Denn durch dieses homöopathische Verdünnungsverfahren wird gewährleistet, dass die Mineralstoffe in ihrer kristallinen Struktur zerstört werden. Aber nur dann, wenn es hier verrieben wird mit Milchzucker, dem neutralen Trägerstoff, den die Biochemie, die Schüsslersalze dann brauchen. Und ich will auch kurz erklären, wie eine homöopathische Potenz oder eine Verreibungsstufe hergestellt wird. Wir haben ja zum einen eine D6 oder eine D12, die Schüssler empfiehlt bei den Schüsslersalzen, bei den meisten Mineralsalzen die D6 und bei Dreien die D12. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine D6 herstellen will, muss zuerst eine D1 hergestellt werden. Und dafür braucht man dann erstmal diesen Arzneimittelstoff, dann nimmt man einen Raumteil des Arzneimittelstoffs, gibt ihn in einen Mörser und gibt dann 9 gleiche Raumteile Milchzucker hinzu. Und dann wird das in diesem Porzellanmörser dann mit einer Pistille
innigst verrieben. 1 Stunde lang. Und dieser Verreibungsprozess dauert immer 1 Stunde, egal ob es von Hand geschieht oder ob es maschinell geschieht. Und nach dieser 1 Stunde innigster Verreibung ist dieses Kristall, dieses Mineral in seiner kristallinen Form dann schon zerkleinert worden. Das ist also ein richtiger Zerstörungsprozess. Und nach dieser Stunde haben wir eine Verdünnung von 1:10 und das ist dann die Verdünnungsstufe D1. Und von dieser D1 wird wieder ein Teil genommen, 9 Teile Milchzucker hinzugegeben und das wird wieder in einem Mörser dann 1 Stunde lang verrieben. Dann haben wir dann die D2 oder eine Verdünnung von 1:100. Davon wird wieder ein Teil genommen und dann wird das wieder mit 9 Teilen Milchzucker aufgefüllt und 1 Stunde verrieben. Und dann haben wir nach dieser weiteren Stunde dann die D3 und eine Verdünnung von 1000, 1:1000 und bei der D4 eine Verdünnung von 1:10.000 und bei der D5 die Verdünnung von 1:100.000 und bei der D6 haben wir eine Verdünnung von 1:1.000.000. Und Sie können davon ausgehen, dass diese Verdünnung von 1:1.000.000 für unsere winzigen Zellen noch richtig gute große Brocken sind, die sie aber schlucken können, die zellgängig sind. Und einige andere dieser Schüsslersalze, also das ist das erste Calciumfluoratum, das dritte Ferrum phosphoricum und das 11. Silicer. Bei denen handelt es sich um 3 sehr feste Stoffe, die erst ab einer D3, ab einer Verdünnung von 1:10.000 erst wasserlöslich sind und die werden dann bis zur D12 dann verdünnt und das ist dann eine Verdünnung von 1:1 Billion. Und das ist das Verhältnis, was die Zellen dann gut aufnehmen können. Und viele sagen immer, ja, da ist doch gar nichts drin. Das ist aber Unfug. Erstmal ist es so, dadurch, dass sie so verdünnt sind, sind diese Mineralstoffe bei der Einnahme sofort verfügbar für die Zellen. Und wir haben ja die Schüsslersalze in einer D6 und einer D12. Und eine D6 und eine D12 sind beide noch materiell nachweisbar unter Mikroskop bei Untersuchungsverfahren. Erst ab einer D23 kann man Materie mit den herkömmlichen Untersuchungsmethoden nicht mehr feststellen. Und wir sind also hier bei den Schüsslersalzen nicht im immateriellen Bereich, also im nicht nachweisbaren Bereich, sondern voll im nachweisbaren Bereich. Und das ist etwas ganz wichtig zum Verständnis auch, dass nicht alles, was homöopathisch hergestellt ist, ein Nichts ist, dass da überhaupt nichts vorkommt. Und dann gibt es ja gewisse Mythen. Und deswegen schreibe ich jetzt auch ganz provokativ Mythos oder Realität. Denn es wird immer wieder behauptet, homöopathisch verdünnte Schüsslersalze bewirken, dass der Körper die Mineralstoffe gröberen Ursprungs dann besser erschließen kann. Dass die ja so winzig sind, dass man mit den Schüsslersalzen ja nichts auffüllen kann. Und deswegen brauchen wir auch noch diese ganz groben Mineralstoffe, die man dann eben so noch zusätzlich als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen soll. Und dann kann der Körper das besser erschließen. Aber nachdem
Sie das jetzt gehört haben, dass extrazellulär es ja gar keine Mechanismen gibt, die die Mineralstoffe zerstören und zerkleinern können, wie soll das dann möglich sein? Das geht nur, wenn es sich um Wunder handelt oder um Fantasie. Und wir müssen uns einfach merken, grobe Strukturen von Mineralstoffen können von den Zellen nicht aufgenommen werden und sind also praktisch wertlos. Und zur Erinnerung, Zellen sind winzigst klein und das, was sie aufnehmen, muss dieser Winzigkeit entsprechen. Und als Fazit möchte ich dann nochmal sagen, es braucht den konsequenten Einsatz verdünnter Mineralstoffe. Ich möchte Ihnen mal ein Beispiel geben, so ein bildhaftes Beispiel. Wir befinden uns ja jetzt hier in einem Raum. Den könnte man auch als eine Zelle symbolisch bezeichnen. Und diese Zelle besteht ja auch aus vielen Komponenten. Da sind Türen, da sind Fenster, da sind Teppiche, da sind Sofas, da sind Stühle und hier sitzen Menschen. Das sind dann wie Zellorganellen und wer weiß, was alles für Gerätschaften. Ein Klavier steht da und alles Mögliche. Und wir haben falsche Vorstellungen, wenn es um Mangelzustände oder Bedarf von Zellen geht. Wenn wir uns mal vorstellen, hier ist zum Beispiel ein Haarriss im Mauerwerk, dann ist das bereits ein Mangel. Und für diesen Haarriss braucht die Zelle dann nicht riesengroße Mengen an organischem oder anorganischem Material, um das auszubessern, sondern sie braucht auch, wie im normalen Leben, dann normalen, feinsten Mörtel, der ganz winzig ist und der dann das ausfüllen kann. Anders sieht es mit einer Mangelsituation oder in einer Bedarfssituation einer Zelle auch nicht aus. Schüssler hat auch Aussagen zur Einnahme der Schüssler-Salze gemacht. Und zwar, ich zitiere: In akuten Fällen nehme ich stündlich oder zweistündlich, in chronischen 3- bis 4-mal täglich ein erbsengroßes Quantum von der Verreibung, entweder trocken oder in einem Teelöffel Wasser voll Wasser gelöst. Also, um das mal zu erklären, die Schüssler-Salze, die Biochemie, gab es damals in Pulverform, nicht als Tabletten. Auch wenn es schon zu Schüsslers Zeiten Tablettiermöglichkeiten gab, wurden sie aber von Schüssler nicht tablettiert. Und er hat dieses Pulver verwendet. Und was meint er jetzt mit erbsengroßes Quantum? Das ist jetzt sehr ungenau. Und es gibt aber mittlerweile, weil ja dieses auch in anderen Rezepturen, nicht nur Medikamenten, auch verwendet wurde, auch eine Definition von einem Erbsendurchmesser. Und das hängt jetzt von der Sorte der Erbsen ab. Und dieser Erbsendurchmesser variiert zwischen 3 und 9 Millimetern. Und die Maße der Schüssler-Salze, also der Durchmesser einer Schüssler-Salz-Tablette, beträgt 9 Millimeter, nicht 8 Millimeter, wie ich es hier auf der Präsentation stehen habe, und sie ist 2,5 Millimeter dick. Ich habe nämlich heute noch mal nachgemessen und da habe ich gesehen, mir fiel nämlich ein, als ich das erste Mal gemessen habe vor längerer Zeit, da hatte ich keinen guten Zollstock gehabt und da war ich mir nicht sicher, ob es 8 oder 9 sind. Ich habe dann 8 genommen, aber es sind 9 Millimeter. Also
Eine Schüsslersalztablette hat einen Durchmesser von 9 mm, die üblichen, wie sie in Deutschland hergestellt werden, und dann die Dicke ist 2,5 mm. Und was meinte jetzt Schüssler mit erbsengroß? Eine oder vielleicht 2 Tabletten? Das ist jetzt nicht ganz sicher überliefert. Und wenn wir aber wissen, dass Erbsen ja nach Durchmesser eben variieren können, können wir dann auch mal Berechnungen anstellen. Was bedeutet es, wenn es eine Tablette ist bei seiner Dosierung? Dann schauen wir uns das doch mal an, wie so eine Einnahme zu Schüsslers Zeiten dann durchgeführt wurde. Fangen wir mal mit den chronischen Mängeln an. In chronischen Fällen 3 bis 4 Mal pro Tag bedeutet in Zahlen bei einer Tablette 3 bis 4 Tabletten pro Tag und bei 2 Tabletten würde das bedeuten 6 bis 8 Tabletten pro Tag. Also da sehen wir, dass Schüssler gar nicht so wenig im chronischen Fall verordnet haben kann. Es wird nämlich teilweise erzählt, nur 1 bis 2 Tabletten am Tag reichen und die sind ausreichend, ja. Und er nimmt aber, wenn man nur eine Tablette nimmt, im chronischen Fall 3 bis 4 Tabletten am Tag. Wenn ein erbsengroßes Quantum eine Tablette ist und wenn aber erbsengroß mehr ist, dann sind es zwischen 6 und 8 Tabletten. Und in akuten Fällen stündlich oder zweistündlich. Nach damaligem Verständnis, das ging über Jahrtausende übrigens so, auch schon zu Römerzeiten, hat der Tag 12 Stunden gehabt und die Nacht auch 12 Stunden, also nicht 24 Stunden. Und deswegen können wir ausgehen, wenn er mit stündlich meint, dass das bis zu 12 Gaben am Tag sein können im akuten Fall. Und wenn das also stündlich bei einer Tablette eben stündlich ist, dann sind das bei 12 Stunden am Tag 12 Tabletten pro Tag. Und wenn es 2 Tabletten sind, dann sind das 24 Tabletten pro Tag. Und wenn er dann nach seiner zweistündlichen Einnahme bei einer Tablette geht, dann sind es 6 Tabletten pro Tag. Und sind es zweistündlich mit 2 Tabletten, sind es 12 Tabletten. Also wir sehen, Schüssler war alles andere nur nicht zimperlich in seiner Einnahme seiner biochemischen Salze. Und das sind seine Standardempfehlungen. Und man kann in seinem Buch auch nachlesen, da gibt es dann auch andere Zitate, da war er nämlich sehr großzügig. Da hat er gesagt, er überlässt es jedem Arzt, wie er sie dann tatsächlich verordnet. Also Schüssler hat keinesfalls gesagt, nur 1 bis 2 Tabletten am Tag. Und wer das sagt, dass Schüssler das gesagt hat, der hat keine Ahnung. Und dann gibt es noch ein weiteres Problem, dass manche Zitate vollkommen falsch verstanden sind. Weil ich hatte Ihnen ja direkt zu Anfang eben gesagt, die Verabreichung zweier Mittel im Wechsel ist nur ausnahmsweise in den Fällen gestattet, wo sie unvermeidlich ist. Und davon leiten viele Anwender von Schüsslersalzen ab, dass Schüssler nur ein einziges, allerhöchstenfalls 2 Mittel am Tag verordnet hat. Und das ist absoluter Unsinn, denn es ist aus dem Zusammenhang gerissen und betrifft auch ein ganz anderes Thema. Und zwar, das ist die Anleitung zum Selbststudium der Antlitzdiagnostik. Und
Das ist etwas ganz anderes als die Einnahme von Schüssler-Salzen. Da hat Schüssler geschrieben: Es ist selbstverständlich, dass diejenigen Ärzte, welche die Gewohnheit haben, 2 oder gar noch mehr Mittel im raschen Wechsel zu geben, die Antlitzdiagnostik niemals erlernen werden. Die Verabreichung 2 Mittel im Wechsel ist nur ausnahmsweise in den Fällen gestattet, wo sie unvermeidlich ist. So hört sich das schon ganz anders an. Schüssler selber hat ja in seinem Buch Eine abgekürzte Therapie der Antlitzdiagnostik ein ganzes Kapitel gewidmet. Und dort hat er dann eben, oder da kann man lesen, dass er diese Antlitzdiagnose als existent beschreibt, aber ihm fehlen die Worte und die Möglichkeiten, sie zu beschreiben, und er hatte nicht es als seine Aufgabe gesehen, die Antlitzdiagnostik zu erforschen. Aber er hat seinen Schülern gesagt: Studiert die Antlitzdiagnostik. Und dann hat er auch eine Anleitung gegeben, wie so etwas zu machen ist. Dann hat er gesagt, dann gibt man einem Menschen, also einem Probanden, ich will jetzt nicht den Begriff Versuchskaninchen verwenden, weil das ist ja kein schönes Wort, aber einem Probanden, der sich dem Versuch hingibt, zu wissenschaftlichen Zwecken, dass man ihm dann ein Schüsslersalz gibt über einen längeren Zeitraum und dann schaut, wie sich das Gesicht verändert. Und dann schreibt er ja, dass es selbstverständlich ist, dass diejenigen Ärzte, die die Angewohnheit haben, 2 oder gar noch mehr Mittel im raschen Wechsel zu geben, die Antlitzdiagnose niemals erlernen werden. Und die Verabreichung 2 Mittel im Wechsel ist nur ausnahmsweise in den Fällen gestattet, wo sie unvermeidlich ist. Und es wird dann unvermeidlich, wenn während so eines Versuchs, der ja über Wochen und Monate oder sogar noch länger gehen muss, dann der Proband plötzlich ein akutes Krankheitsgeschehen bekommt. Da ist der Versuchsleiter, also der die Antlitzdiagnose eben erlernt und studieren will an diesem Menschen, schon mal aus menschlichen Gründen, aus Fürsorge für diesen Menschen verpflichtet, ihm so weit zu helfen, dass er keinen Schaden durch diesen akuten Zustand nimmt. Und dann ist es unvermeidlich, noch ein weiteres Mittel einzusetzen. Das will er damit sagen, nicht mehr, nicht weniger. Aber das ist ja inzwischen vollkommen hinfällig geworden. Denn die Antlitzdiagnostik ist ja erforscht worden durch Kurt Hicketier, der nach diesen Vorgaben Schüsslers die Antlitzdiagnose erforscht hat. Und Schüssler hat und Hicketier hat sehr, sehr viele Jahre gebraucht, um seine Antlitzdiagnose zu erforschen. Und er brauchte ein gutes Jahrzehnt, mindestens 11 oder 12 Jahre, bis er damit das erste Mal an die Öffentlichkeit gegangen ist und dann die Antlitzdiagnose am lebenden Menschen angewendet hat in einem Großversuch. Und dann hat er noch weitere 20 Jahre mindestens gebraucht, um die Antlitzdiagnose restlos zu erforschen. Es brauchte also mehrere Jahrzehnte. Und diese Antlitzdiagnose können wir heute erlernen nach den Angaben von Kurt Hicketier. Und da es auch mittlerweile hier andere Strömungen inzwischen gibt, die meinen, sie mussten die Antlitzdiagnose verbessern und auch noch umbenennen, die machen das nicht mehr in dieser traditionellen Form, und das kann ich auch nicht für gut heißen.
weil die sicherste Form der Antlitzdiagnose ist die traditionelle Antlitzdiagnostik nach Hicketier. Und dann heißt es ja immer, ja, man muss die deswegen so gering dosieren, weil ja Biochemie Homöopathie ist. Und da wird also echt von einigen Menschen viel verlangt, also von manchen Leuten viel verlangt von den Anwendern, die denen dann auch noch folgen sollen. Schüssler war ursprünglich Homöopath, hatte ich auch schon gesagt, aber er wandte sich von der Homöopathie ab, weil die Homöopathie eine Reiztherapie ist, die mit feinen Reizen arbeitet, und diese feinen Reize brauchen aber auch Antworten des Körpers. Und die musste dann Schüssler dann mit anderen Dingen erledigen. Und deswegen fand er zur Biochemie, zu seiner Mineralstofftherapie, die wir heute als Schüsslersalze kennen. Und die Biochemie besteht aus körpereigenen Bau- und Betriebsstoffen, die anorganisch sind. Und die Homöopathie besteht aus vor allen Dingen körperfremden Stoffen, die anorganischer, organischer Natur sind und teilweise hochgiftig sind. Und Biochemie arbeitet nach dem Grundsatz, Gleiches wird durch Gleiches geheilt. Und die Homöopathie arbeitet nach dem Grundsatz, man nennt es das Ähnlichkeitsprinzip, Ähnliches wird durch Ähnliches geheilt. Und die Biochemie ist eine Befriedigungsheilweise und die Homöopathie ist eine Therapie, die zu den Reiztherapien gehört. Und das Fazit ist, wir haben hier zwei unterschiedlichste, gegensätzliche Heilweisen. Sie haben aber eine Gemeinsamkeit, das Herstellungsverfahren. Aber das war es dann schon an Gemeinsamkeiten. Und Homöopathie wird generell niedrig dosiert. Und leider wurde die Biochemie von homöopathischen Ideen gekapert und die bringen dann eben immer diese niedrigen Dosierungen ins Spiel, die aber nicht hilfreich sind. Und Schüssler schreibt zu dem Thema ja in seiner abgekürzten Therapie zum Unterschied von Biochemie und Homöopathie Folgendes. Das möchte ich Ihnen dann auch, diesen Abschnitt aus dem Buch Eine abgekürzte Therapie, auch noch vorlesen und nicht vorenthalten. Wer von kleinen Gaben reden hört, denkt gewöhnlich sofort an Homöopathie. Mein Heilverfahren ist aber kein homöopathisches, denn es gründet sich nicht auf das Ähnlichkeitsprinzip, sondern auf die physiologisch-chemischen Vorgänge, welche im menschlichen Organismus sich vollziehen. Durch mein Heilverfahren werden Störungen, welche in der Bewegung der Moleküle der unorganischen Stoffe des menschlichen Organismus entstanden sind, mittels homogener Stoffe direkt ausgeglichen. Homogen meint gleichartig. Während die Homöopathie ihre Heilzwecke mittels heterogener, also ungleichartiger Stoffe indirekt erreicht. Und da erwähnt er etwas. Die Homöopathie arbeitet nicht direkt, sondern indirekt. Die Homöopathie wirkt eben mit einem Reiz auf den Körper, auf die Zellen, und dann müssen die Zellen dann auf diesen Reiz mit einer erhöhten Tätigkeit antworten. Und das ist dann diese indirekte Wirkung über die Antwort. Und geben wir die Biochemie, also die Mineralstoffe, an denen es dem Körper mangelt, wird der Mangel befriedigt
und ist dann direkt der Bedarf ausgeschaltet und gestillt. Und ich spreche ja immer wieder von der Antlitzdiagnose, und die Antlitzdiagnose bestimmt die Stärke eines Mangels. Das kann man anhand von bestimmten Merkmalen auf der Gesichtshaut dann erkennen. Und Hicketier hat eine Bewertungsskala für seine Mängel gehabt. Die geht von 0 bis 10. 0 heißt, es ist kein Mangel. Ein Mangel mit 1 oder 2 ist schwach. Ein Mangel mit 3 oder 4 ist mittel. Ein Mangel mit 5 oder 6 ist stark. Und ein Mangel mit 7 oder 8 ist sehr stark. Und ein Mangel mit 9 oder 10 ist außergewöhnlich stark. Und bei einer Antlitzdiagnose werden dann die einzelnen Mangelzeichen dann nach dieser Skala bewertet. Und dann erfolgt die Verordnung nach dem Minimumgesetz. Was ist das Minimumgesetz? Das Minimumgesetz wurde nach Justus von Liebig benannt, also einem Wissenschaftler, einem Universitätsprofessor, der auch zu Schüsslers Lebzeiten auch wirkte, und zwar auf der Universität in Gießen und in München. Und bei ihm bezieht sich das Minimumgesetz ursprünglich auf Pflanzen und deren Nährboden. Und Justus von Liebig erkannte, dass das am geringsten vorhandene Betriebsmittel eben Minimumfaktor genannt wird. Und Betriebsmittel sind Nährstoffe, Wasser und Licht. Und wenn es jetzt dann an einem dieser Stoffe, diesen Betriebsmitteln mangelt, dann ist der ja geringer vorhanden. Und wenn es mehrere Betriebsstoffe sind, die fehlen, dann haben wir mehrere Minimumfaktoren. Und diese Minimumfaktoren schränken das Gedeihen ein und das Wachstum und die Gesundheit der Pflanzen. Und dann wird dieser Minimumfaktor als Düngemittel eingesetzt. Und auf jedes biologische System kann man dann diesen Minimumfaktor oder das Minimumgesetz anwenden, auch auf den Menschen. Und mit der Antlitzdiagnose diagnostizieren wir den Minimumfaktoren oder die Minimumfaktoren, und damit ist dann eine einfache Therapie überhaupt erst möglich. Und wie sieht so eine Verordnung nach der Antlitzdiagnose aus? Der höchste Mangel ist der Minimumfaktor, also der höchste Mangel von Zahl her ist der Minimumfaktor. Und heutzutage werden alle Mängel ab der Stärke 5 therapiert, nach dieser Bewertungsskala, die ich Ihnen gezeigt hatte. Und dann wird dieses Ergebnis der Stärke des Mangels mit dem Faktor 2 multipliziert, und das ergibt dann die Stückzahl der einzunehmenden Tabletten von Schüsslersalzen pro Tag. Es gibt da auch noch ein paar Ausnahmen, aber so ist so die grobe Linie zum Verständnis. Also dieser Wert des Mangels, die Stärke des Mangels wird mit dem Faktor 2 multipliziert, und das ergibt dann die Stückzahl der einzunehmenden Mineralsalze. Und nach unseren Erfahrungen in der Antlitzdiagnose sind heute bei allen Menschen mindestens 4 Mineralsalze immer in einem therapiebedürftigen Zustand, in einem therapiebedürftigen Status, mindestens 4, meistens sind es 5. Und als Fazit kann ich dann sagen, die Mindestdosierung an Schüsslersalzen von jedem erforderlichen Mineralsalz der Schüsslersalze ist dann, wenn wir ab der Stärke 5
therapieren und das jeweils mit 2 multipliziert wird, dann sind das 10 Tabletten pro Tag von jedem der erforderlichen Schüsslersalze. Und das ist dann die Tagesdosis. Und diese Tagesdosis aller Salze wird dann in ein Gefäß gemischt. Und aus dieser Mischung, also die werden dann durcheinander gemischt, und aus dieser Mischung kann man maximal 5 Tabletten auf einmal in den Mund nehmen und lutschen. Da kriegen dann viele, die so homöopathisch orientiert sind, die Krise. Aber sie können hier nicht homöopathisch denken, weil viele sagen, ja, die heben sich ja auf. Das sind Mythen und darüber werden wir auch noch sprechen. Ja? Und das sind Regeln, die aufgestellt werden, die nicht hilfreich sind für Menschen, die in Not sind und wirklich dringende Hilfe brauchen, werden von solchen homöopathisch orientierten Therapeuten behindert, geholfen zu bekommen. Und das finde ich sehr schade. Und es gibt da unqualifizierte Kritik an Hecketeer. Und die Dosierung und Verordnung nach Hecketeer wird vielfach kritisiert. Die Menge erscheint manchen zu hoch. Und da wird immer wieder gesagt, ja, Schüssler hat doch weniger genommen. Aber wenn Sie jetzt nochmal zurückgehen in diesem Vortrag, sehen Sie, dass diese Menge, die Schüssler genommen hat, gar nicht so wenig war. Und dann müssen wir noch etwas bedenken. Seit Schüsslers Tod sind 125 Jahre vergangen. Und seitdem hat sich eine krasse Umweltverschmutzung eingestellt durch Menschenhand. Die toxische Gesamtsituation ist weltweit so schlimm wie nie. Von Menschenhand sind bisher Tausende an Chemikalien produziert worden und freigesetzt worden. Und hier in Europa haben im letzten Jahrhundert 2 schwere Weltkriege geherrscht, die sich dann auch teilweise über die ganze Welt ausgebreitet haben, aber die vor allen Dingen in Europa eben ausgeführt wurden. Und jeder Krieg führt zu einer ungeheuren Umweltverschmutzung mit Chemikalien und sonstigen Stoffen. Und das ist bis zum heutigen Tag nicht anders. Und das ist also auch ein Teil der toxischen Gesamtsituation. Und je mehr Kriege geführt werden, desto mehr wird die gesamte Menschheit vergiftet. Durch Chemikalien, durch Radioaktivität. Und dann sind die Böden durch Kunstdüngung entmineralisiert worden, sodass unsere Nahrung nicht mehr alle Stoffe enthält, die notwendig sind. Und dann gibt es veränderte Ernährungsgewohnheiten. Es gibt bedenkliche Zusatzstoffe in der Nahrung und wir kennen das heute, Fast Food, oder wenn man das mal richtig übersetzt, wenn man Fast nicht mit schnell, sondern mit Fast und Food mit Nahrung, dann ist das eben keine echte Nahrung, sondern fast nur eine Nahrung. Und dann haben wir Fabrikzucker, dem alle Auf- und Abbaustoffe entfernt wurden und auch das Weißmehl. Und all diese Dinge führen zu einem großen Anstieg der Mineralstoffsituation. Und aus diesem Grunde haben wir diese hohen Dosierungen. Es ist in den 125 Jahren nach Schüsslers Tod sehr, sehr viel Negatives passiert. Und glauben Sie mir, zu Schüsslers Zeiten war die Welt bereits schon nicht mehr ganz sauber, aber noch in einem viel besseren Zustand als heutzutage. Und die Industrialisierung hatte ja schon lange eingesetzt und hat zu einer
Verschmutzung der Umwelt geführt. Und wenn man dann in der heutigen Zeit bei dieser toxischen Gesamtsituation mit einer Dosierung, die zu Schüsslers Zeiten ausreichend war, arbeiten will oder vielleicht noch mit weniger, dann soll man am besten einpacken. Wenn man den Menschen helfen will, dann muss man die Dosierungen auch richtig hoch ausfallen lassen, entsprechend der toxischen Gesamtsituation. Und bedenken Sie, die Schüsslersalze sind ungiftig und die haben die Möglichkeit, uns zu entgiften. Und dann gibt es wenig sinnvolle Regeln. Es wird erzählt, 15 bis 30 Minuten vor dem Essen die letzte Einnahme eines Schüsslersalzes. Und nach dem Essen mindestens eine halbe bis eine Stunde warten. Ja, was passiert denn dann? Ja, es wird gesagt, dann sind die Schleimhäute gesättigt und nicht aufnahmebereit. Das ist im Grunde so lächerlich, denn Schleimhäute kann man nicht sättigen, sondern Schleimhäute haben die Aufgabe aufzunehmen. Und es ist so, sobald der Mund leer ist, können die Schüsslersalze eingenommen werden. Und was machen wir denn dann? Stellen Sie sich mal vor, ein Mensch ist unterm Essen und bekommt plötzlich einen Angina pectoris Anfall, den man vielleicht mit Schüsslersalzen sehr gut abfangen kann und behandeln kann. Er ist aber am Essen und jetzt muss er mindestens eine halbe bis eine Stunde warten nach diesen Regeln. Und dann darf ich ihm nicht helfen. Ja bitte, was ist das denn für eine verrückte Regel? In der Zwischenzeit kann dieser Mensch abgenippelt haben und tot sein. Und der muss nur sein Essen runterschlucken oder ausspucken und kann schon sein erstes Schüsslersalz einnehmen. Und das wirkt. Und dann wird gesagt, jedes Schüsslersalz hat seine bestimmte beste Zeit zum Wirken und sollte nur dann eingenommen werden. Und da wurde die chinesische Organuhr mit den Schüsslersalzen verbunden, aber nicht mit den Original 11 Schüsslersalzen, die uns Schüssler ab 1887 dann hinterlassen hat und nach seinem Tod, sondern mit 12 Schüsslersalzen. Und da wurde jedem Schüsslersalz ein Organsystem zugeordnet. Und daraufhin wird abgeleitet, ja, zu der und der Zeit muss man dann dieses Schüsslersalz nehmen. Und da dürfte man dann eigentlich dann in der Nacht, wenn die Leberzeit ist, nach zwischen 1 und 3 Uhr, nur dann das Lebermittel geben. Aber das ist so unsinnig. Keinesfalls die chinesische Organuhr, die ist absolut stimmig. Aber dass man ein Schüsslersalz einem Organsystem zuordnet, ist absolut hirnrissig. Denn jedes Schüsslersalz kommt zwar in unterschiedlichen Dosierungen und Mengen in jeder Zelle vor, je nach Spezialisierung der Zelle, und ist daher auch in jedem Organ enthalten. Und jedes der 11 Schüsslersalze kann ein Lebermittel sein, ein Nervenmittel, ein Bauchspeicheldrüsenmittel, ein Lymphmittel, ein Herzmittel, ein Kreislaufmittel. Und das kann nur durch die Antlitzdiagnose sicher bestimmt werden. Und dann gibt es auch noch so interessante Regeln. Manche Salze dürfen keinesfalls miteinander eingenommen werden, weil sie sich in ihrer Wirkung gegenseitig aufheben. Das wird zum Beispiel bei der Nummer 2 und bei der Nummer 5 gesagt. Und die Nummer 2, das Calciumphosphoricum, stärkt den Parasympathikus und die Nummer 5, das Kaliumphosphoricum, stärkt den Moment, jetzt habe ich mich vertan. Also nochmal zurück. Die Nummer 2 stärkt den Parasympathikus und die Nummer 5, das Kaliumphosphoricum, den Sympathikus. Die Nummer 2 wirkt beruhigend und die Nummer 5 wirkt anregend.
Und beides zusammengenommen heißt dann, hebt sich auf. Aber Sympathikus und Parasympathikus wirken nicht als Antagonisten, sondern sie wirken nacheinander, wie in einem Uhrwerk, wie ein Zahnrad in einem Uhrwerk. Und da ist es so, dass Calciumphosphoricum vor allen Dingen für die Beruhigung beim Herzschlag ist und Kaliumphosphoricum dann für den Antrieb des Herzens, der danach folgt. Und dann muss wieder eine Beruhigungsphase erfolgen. Und deswegen können wir ohne Probleme diese beiden Mineralsalze auch gemeinsam nehmen. Die heben sich nicht auf. Das Gleiche wird auch gesagt bei der Nummer 3 und 7. Die Nummer 3 erweitert die Muskulatur, verengt die Muskulatur in den Blutgefäßen und die Nummer 7 erweitert. Aber das ist in ganz anderen Situationen, die sich dann gegenseitig brauchen teilweise. Und hier können wir auch beide Mineralsalze gemeinsam nehmen. Oder bei der Nummer 8 und 10 wird das gesagt. Die Nummer 8 zieht Wasser in die Zelle und die Nummer 10 das Wasser aus der Zelle und das würde sich dann aufheben. Welch ein Unsinn! Die Nummer 8 ist wichtig für die Phase der Zellgeburt, für die Zellerneuerung. Und die Nummer 10 ist wichtig beim Zelltod, um dann der Zelle das Wasser zu entziehen. Und Geburt und Tod finden im Körper ständig statt, denn wir haben in jeder Sekunde eine Neubildung von 50 Millionen neuer Zellen und ein Abbau im gleichen Maße von 50 Millionen alter Zellen. Und das sind Dinge, die parallel nebenher laufen und die heben sich nicht auf. Ich weiß nicht, warum sich diese Antagonistenlehre sich bis zum heutigen Tag in der Biochemie bei den Schüsslersalzen nicht ausrotten lässt. Denn schauen wir uns doch mal die Natur an. Wie kommen in der Natur die Mineralstoffe vor? Nie in den Lebensmitteln nur ein Mineralsalz und zu bestimmten Zeiten nur dieses und zu anderen Zeiten nur das, sondern wir haben immer hier ein Kombipack. Wir haben immer alle, in jedem vollwertigen Lebensmittel haben wir alle Mineralsalze. Und wir haben in jedem Quellwasser ein großes Spektrum an Mineralstoffen verschiedenster Art. Und glauben Sie mir, in der Natur kann der menschliche Organismus sehr gut mit diesen Dingen umgehen und er kann aus dem Wasser und auch aus den Lebensmitteln das gewinnen, was er braucht. Und außerdem haben wir alle 11 Mineralsalze in unserem Blut, die dort gemeinsam miteinander rumschwimmen und dann in den Körper gebracht werden. Und wenn das wirklich so wäre, dass sich die Mineralstoffe in der Wirkung aufheben, sich behindern, dann hätten wir in und außerhalb von uns in der ganzen Natur ständig den Krieg der Mineralien. Und da kann ich nur sagen, die das glauben, die sollen sich dann mal vielleicht an den Kopf fassen. Das ist nämlich nicht so. Es gibt aber auch hilfreiche Regeln. Und zwar sollten Methylxanthine gemieden werden. Methylxanthine sind Koffein, Theobromin, Theophyllin. Das sind also artverwandte Stoffe, die den Körper aufputschen und die Aufnahme von Schüsslersalzen in den Zellen, wo sie sich eingelagert haben, dann blockieren und auch den Stoffwechsel in diesen Zellen blockieren. Und diese Blockade dauert bei gesunden Männern 80 bis 100 Stunden und bei gesunden Frauen 100 bis 120 Stunden. Und in dieser Zeit sind dann die Zellen nicht für Schüsslersalze erreichbar, auch wenn sie angereicht werden. Sie können einfach nicht, weil sie durch diese Methylxanthine blockiert sind. Dann sollten wir Konzentrate ätherischer Öle vermeiden, die also in der Aromatherapie verwendet werden, weil diese blockieren auch die
Aufnahme der Schüsslersalze. Und dann kann man die Schüsslersalze sehr gut kombinieren mit verschiedenen anderen Heilweisen. Die Schüsslersalze lassen sich sehr gut mit Homöopathie kombinieren, wobei dann in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum Homöopathen häufig die Krise bekommen, wenn Schüsslersalze gereicht werden, weil sie dann immer davon ausgehen, die Schüsslersalze heben die Wirkung der Homöopathie auf. Weit gefehlt, das ist nicht so. Schüsslersalze bewirken sogar, dass die Homöopathie dann viel besser oder dass der Körper auf die Reize der Homöopathie viel besser antworten kann und dann gibt es wesentlich weniger Therapieversager. Aber die Homöopathen haben einen Anspruch, sie wollen immer wissen, was wirkt und deswegen geben sie so lange homöopathische Mittel, bis sie dann endlich wirken, anstatt dass sie dann dem Patienten helfen wollen, wollen sie nur ihre Neugierde stärken und dann eben nur Homöopathie ausprobieren. Die Homöopathen, die beides verwenden, die haben ganz andere Erfolge bei ihren Patienten. Schüsslersalze lassen sich auch sehr gut mit der Pflanzenheilkunde, mit der Phytotherapie kombinieren. Also mit Heilpflanzen, mit Tees. Und Schüsslersalze lassen sich mit Bachblüten ideal ergänzen und gemeinsam dann auch einnehmen. Und dann können Sie eins sicher sein, die Einnahme der Schüsslersalze ist zu jeder Tageszeit wirksam, egal wie was die Uhr für eine Zeit anzeigt. Und die meisten Menschen lechzen nach Regeln. Und ich bin gar kein Freund von Regeln, das haben Sie schon gehört. Aber da auch ich weiß, dass viele Menschen Regeln brauchen, habe ich auch 2 Regeln auf Lager. 2 Regeln, die sind aber so einfach und ich möchte sagen so doof, dass sie sich eigentlich von vornherein erübrigen, aber ich sage sie trotzdem. Die erste Regel ist, der Mund muss leer sein und der Mensch muss wach sein. Und das ist die Voraussetzung für die Einnahme der Schüsslersalze. Und dann können Sie die Schüsslersalze einnehmen. Und im Übrigen noch etwas. Die Schüsslersalze wirken, ob Sie daran glauben oder nicht. Das Einzige, was Sie machen müssen, Sie müssen es nur einnehmen. Ja, und in diesem Sinne ist mein Vortrag jetzt zu Ende.